Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns einem Thema, das du jeden Tag benutzt, egal ob bewusst oder unbewusst, dem Vergleichen. In unserer letzten Folge haben wir das große Rätsel von Ort und Richtung gelöst. Wir haben gelernt, wie wir mit den Wechselpräpositionen präzise beschreiben, wo etwas ist oder wohin es sich bewegt. Wir haben also gelernt, die Welt um uns herum zu verorten. Heute lernen wir, diese Welt zu bewerten und zu vergleichen. Das Leben besteht aus Vergleichen. Dieser Film ist besser als jener. Mein Kaffee ist heißer als deiner. Das ist der schönste Tag des Jahres. Ohne die Fähigkeit zu vergleichen, wäre unsere Sprache nur eine trockene Aufzählung von Fakten. Deshalb tauchen wir heute tief ein in die Welt des Komparativs und Superlativs. Wir werden nicht nur lernen, wie man die einfachen Steigerungsformen wie schnell, schneller, am schnellsten bildet. Wir werden uns die komplette Syntax ansehen. Wie baut man einen korrekten Vergleichssatz mit dem wichtigen Wort als? Was passiert mit den Adjektivendungen, wenn wir ein gesteigertes Adjektiv vor ein Substantiv stellen? Und wir werden natürlich auch die wichtigen unregelmäßigen Formen wie gut, besser, am besten und viel, mehr, am meisten meistern. Am Ende dieser Folge wirst du in der Lage sein, deine Meinungen, Vorlieben und Beobachtungen präzise und selbstbewusst auszudrücken. Bist du bereit, deine Sprache noch ausdrucksstärker zu machen? Dann lass uns loslegen. Die 3 Stufen der Steigerung: Positiv, Komparativ, Superlativ. Jedes Adjektiv und viele Adverbien im Deutschen können auf 3 Stufen existieren. Stufe 1, der Positiv. Das ist die Grundform, die einfache Beschreibung. Das Auto ist schnell, der Kaffee ist gut. Die Aufgabe ist interessant. Das ist die neutrale Beobachtung. Stufe 2, der Komparativ. Diese Form benutzen wir, um 2 Dinge miteinander zu vergleichen. Wir stellen fest, dass eine Sache eine Eigenschaft in einem höheren Maße besitzt als die andere. Mein Auto ist schneller als dein Auto. Dein Kaffee ist besser als meiner. Diese Aufgabe ist interessanter als die letzte. Der Komparativ drückt einen Unterschied aus. Stufe 3, der Superlativ. Diese Form benutzen wir, um eine Sache aus einer Gruppe von mindestens 3 Dingen als die absolute Spitze hervorzuheben. Es gibt nichts, was diese Eigenschaft in einem höheren Maße besitzt. Sein Auto ist am schnellsten. Ihr Kaffee ist am besten. Das ist die interessanteste Aufgabe von allen. Der Superlativ drückt das Maximum aus. Diese 3 Stufen, Positiv, Komparativ, Superlativ, sind unser Fahrplan für heute. Schauen wir uns an, wie wir von einer Stufe zur nächsten kommen. Die Bildung des Komparativs ist in den meisten Fällen sehr einfach. Die Regel lautet: Grundform des Adjektivs plus Endung er. Schnell wird zu schneller. Klein wird zu kleiner. Schön wird zu schöner. Bei vielen einsilbigen Adjektiven mit den Vokalen a, o oder u kommt zusätzlich zur Endung noch ein Umlaut hinzu. Alt wird zu älter, nicht alter. Groß wird zu größer. Jung wird zu jünger. Jetzt kommt der entscheidende Teil, der Vergleichssatz. Um 2 Dinge zu vergleichen, brauchen wir das kleine, aber extrem wichtige Wort als. Das deutsche als entspricht dem englischen than. Die Satzstruktur ist einfach. Sache 1 plus Verb plus Komparativ plus als plus Sache 2. Ein Porsche ist schneller als ein Fiat. Mein Bruder ist älter als ich. Der Mount Everest ist höher als der Mont Blanc.
Ein sehr häufiger Fehler, den viele Lerner machen, ist die Verwechslung von als und wie. Wie benutzt man, wenn zwei Dinge gleich sind? Du bist genauso alt wie ich. Gleichheit. Du bist älter als ich. Unterschied. Also bei einem Unterschied immer als benutzen. Die Spitze des Eisbergs, die zwei Formen des Superlativs. Kommen wir zur höchsten Stufe, dem Superlativ. Hier gibt es eine kleine Besonderheit im Deutschen. Es gibt zwei verschiedene Arten, den Superlativ zu bilden. Und sie werden in unterschiedlichen Situationen verwendet. Form 1, die Am-Form, prädikativer Gebrauch. Diese Form benutzt du, wenn das Adjektiv alleine steht, also nicht direkt vor einem Substantiv. Es beschreibt die Eigenschaft des Subjekts. Die Formel lautet am plus Grundform des Adjektivs plus Endung sten. Schnell wird zu am schnellsten. Klein wird zu am kleinsten. Auch hier bekommen viele Adjektive wieder einen Umlaut. Alt wird zu am ältesten. Beispiele im Satz: Welches Auto ist am schnellsten? Dieser Witz war am lustigsten. Im Winter sind die Tage am kürzesten. Form 2. Die attributive Form vor einem Substantiv. Diese Form benutzt du, wenn das Superlativ-Adjektiv direkt vor einem Substantiv steht und dieses beschreibt. Hier brauchen wir die Am-Form nicht. Stattdessen setzen wir den bestimmten Artikel davor und hängen die Superlativendung st an und danach noch die normale Adjektivendung. Die Formel lautet bestimmter Artikel plus Grundform plus st plus Adjektivendung. Das ist der schnellste Weg nach Hause. Wir haben das kleinste Zimmer im Hotel bekommen. Er ist der älteste Mitarbeiter in der Firma. Also, die Regel ist, steht das Superlativ-Adjektiv alleine, benutze die Am-Form. Steht es vor einem Substantiv, benutze die Form mit dem bestimmten Artikel und der Endung st. Die Ausnahmen: gut, viel, gern und andere Rebellen. Wie in jeder guten Grammatikgeschichte gibt es auch hier ein paar wichtige Rebellen, die ihre eigenen Regeln machen. Die Steigerungsformen dieser Adjektive sind komplett unregelmäßig und müssen einfach auswendig gelernt werden. Aber keine Sorge, es sind die häufigsten, du wirst sie ständig hören. Die drei wichtigsten sind 1. Gut, positiv, gut, komparativ, besser, nicht guter, Superlativ, am besten, der Beste. Beispiele: Dieser Film ist gut, aber der andere ist besser. Der erste Film war am besten. 2. Viel, positiv, viel, komparativ, mehr, nicht vieler. Superlativ, am meisten, der Meister. Beispiele: Ich habe viel Geld, aber du hast mehr. Er hat am meisten. 3. Gern, gerne. Gern ist ein Adverb, aber es wird genauso gesteigert. Wir benutzen es, um Vorlieben auszudrücken. Positiv, gern. Komparativ, lieber. Superlativ, am liebsten. Beispiele: Ich trinke gern Tee, aber ich trinke lieber Kaffee. Am liebsten trinke ich Wasser. Diese drei, gut, besser, am besten, viel, mehr, am meisten, gern, lieber, am liebsten, sind absolut essentiell für den Alltag. Lerne sie wie ein Gedicht.
Und damit hast du die Fähigkeit erlangt, die Welt nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch zu ordnen, zu bewerten und zu vergleichen. Du kannst jetzt sagen, was du besser findest, was dir lieber ist und was für dich am wichtigsten ist. Lassen Sie uns die wichtigsten Regeln des Vergleichens noch einmal zusammenfassen. Der Komparativ wird mit der Endung er gebildet und braucht das Wort als für den Vergleich. Der Superlativ hat zwei Formen: die am-sten-Form, wenn er alleine steht, und die der, die, das ster-Form, wenn er vor einem Substantiv steht. Präge dir die unregelmäßigen Formen gut ein. Gut, besser, am besten. Viel, mehr, am meisten. Und gern, lieber, am liebsten. Mein Tipp der Woche ist eine kleine, lustige Übung, die du überall machen kannst. Nimm zwei beliebige Dinge in deiner Umgebung und vergleiche sie in einem Satz. Zum Beispiel dein Handy und eine Tasse Kaffee. Mein Handy ist teurer als der Kaffee. Der Kaffee ist heißer als mein Handy. Mein Handy ist nützlicher. Und dann versuche, eine Superlativaussage über deinen Tag zu machen. Der Kaffee am Morgen war der beste Teil meines Tages. Durch dieses spielerische Vergleichen im Kopf wird dir die Grammatik ganz schnell zur zweiten Natur. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, deine Ausdrucksfähigkeit zu steigern, freue ich mich, wie immer, über eine positive Bewertung. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das für absolute Klarheit sorgt. Wir lernen, wie man im Deutschen richtig Nein sagt. Es geht um die Negation mit kein versus nicht. Wir werden die kompletten Regeln lernen, damit du nie wieder unsicher bist, ob du sagen musst, ich habe kein Geld oder ich habe nicht Geld. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.